In der linken unteren Ecke dieses Bildes liegt ein Holzkasten, klein, unscheinbar. Die meisten Besucher des Rijksmuseums in Amsterdam laufen daran vorbei. Niemand schaut hin. Aber als Konservatoren vor wenigen Jahren das Bild durchleuchteten, fanden sie etwas heraus, was die letzten 350 Jahre niemand gewusst hatte. Vermeer hatte an dieser Stelle ursprünglich etwas ganz anderes gemalt. Und er übermalte es. Was er übermalte und warum, verändert die Lesart dieses Bildes komplett. Sie heißt nicht. Vermeer gibt ihr keinen Namen. Im niederländischen goldenen Zeitalter waren Frauen wie sie unsichtbar. Sie kommt vom Land in die Stadt, findet eine Anstellung in einem bürgerlichen Haushalt in Delft, steht in der Küche, gießt Milch. 1658 in Delft. Johannes Vermeer ist 25 Jahre alt und malt eine seiner ersten großen Kompositionen. Nicht historische Helden, nicht biblische Szenen. Eine Magd. Schau dir an, was sie tut. Sie gießt Milch aus einem irdenen Krug in eine Steingutschale. Vor ihr auf dem Tisch ein Korb mit Brot, aber nicht frisches Brot. Du siehst die Krume. Das Brot ist alt, hart. Sie zerbröckelt es. Sie bereitet keinen Snack zu. Sie bereitet einen Pudding zu, eine Suppe aus altem Brot, Milch und Eiern. Eine Mahlzeit aus Resten. Im niederländischen goldenen Zeitalter war das ein Code. Eine Frau, die altes Brot nicht wegwirft, sondern verwertet, war eine tugendhafte Frau. Häuslich, sparsam, pflichtbewusst. Vermeer setzt das alles in ein einziges Bild. Eine namenlose Magd, ein Brotpudding, eine Küche. Aber das ist nur die Oberfläche. Das Bild ist 45,5 cm hoch und 41 cm breit. Es passt unter einen Arm. Es ist kleiner als ein durchschnittlicher Laptop. Trotzdem hat es das Gewicht einer Kathedrale. Schau auf die linke Seite. Das Fenster. Naturlicht von außen, das durch dicke Bleiverglasung fällt. Achte auf eine der oberen Scheiben. Sie hat ein Loch. Nicht groß, aber sichtbar. Vermeer hat es bewusst gemalt. Die Welt der Magd ist nicht perfekt. Geh weiter. Die Wand hinter ihrer Schulter. Krakelé, Nagelspuren, abgeplatzter Putz. Vermeer behandelt nackten Putz wie Liebende. Mit jedem Pinselstrich legt er fest, wo das Licht fällt und wo der Schatten beginnt. Geh tiefer ins Bild. Auf dem Tisch das Brot. Nicht eine flache Fläche, sondern Krümel, Reliefe, körnige Textur. Vermeer verwendete eine Technik, die 200 Jahre vor dem Pointillismus erfunden wurde. Er trug winzige Farbtröpfchen auf glänzende Oberflächen auf. Brot, Keramik, glasierte Töpfe. Du kannst die Kruste fast anfassen. 3 Objekte hängen an der Wand. Ein schwarzer Rahmen, ein Strohkorb, ein messingener Wärmebehälter. Sie kaskadieren wie eine Treppe nach unten. Sie führen den Blick zur Magd. Und am rechten Bildrand eine kahle Wand und ein kleiner Streifen Boden. Nichts. Leere. Diese Leere ist der ganze Trick. Vermeer drückt den Reichtum auf die linke Seite und lässt die rechte atmen. Das Bild kippt. Es zwingt das Auge, sich zu konzentrieren. Aber konzentrieren auf was? Unten links auf dem Boden steht ein hölzerner Kasten. Ungefähr handgroß. Mit Löchern in den Seiten. Das ist ein Fußwärmer. 1658 war er in jedem niederländischen Haushalt zu finden. Innen ein keramisches Schälchen mit glühenden Holzkohlen. Außen Holz mit Löchern, damit die Wärme durchziehen konnte. Die Niederländer stellten ihn unter ihre Stühle. Frauen stellten ihn unter ihre weiten Röcke. Die Wärme stieg auf. Sie wärmte nicht nur die Füße. In der niederländischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts hatte der Fußwärmer einen klaren Subtext. Ein bekannter Bildband jener Zeit, Die Sinnepoppen des Kupferstechers Römer Fischer, zeigte einen Fußwärmer mit dem Untertitel »Diener der Damen«. Das war keine Modeanekdote, das war eine erotische Anspielung. Der Fußwärmer war ein Symbol für die männliche Aufmerksamkeit, die einer Dame galt. Er war das, was nachts nach der Arbeit kam.
Schau zurück auf das Bild. Der Fußwärmer ist nicht irgendwo. Er liegt direkt zu Füßen der Magd. Vermeer wusste genau, was er tat. Und es geht noch weiter. Folge der Wand neben dem Fußwärmer nach oben. Die untere Reihe der Wand ist nicht weiß. Sie ist mit kleinen Delfter Kacheln verkleidet. Jede Kachel ein Quadrat, jede mit einer kleinen Figur. Auf der mittleren Kachel ein nackter Junge mit Flügeln. Er hält einen Bogen. Cupido. Cupido ist nicht zufällig dort. Cupido ist der Gott der Begierde. Pfeil in der Hand. Im 17. Jahrhundert war Cupido auf einer Kachel keine Dekoration. Es war eine Markierung. Hier wohnt die Liebe. Hier wohnt das Verlangen. Vermeer hat Cupido genau dort platziert, wo der Fußwärmer steht. Cupido über Fußwärmer. Liebesgott über Wärmeflasche. Vermeer baut zwei Bedeutungsschichten in dieselbe Bildecke. Das ist alles dokumentiert. In zeitgenössischen niederländischen Genrebildern werden Milchmägde oft als verfügbare junge Frauen dargestellt. Allein in der Stadt, weit weg vom Bauernhof, in einem fremden Haushalt arbeitend, ohne Schutz. Eine Magd in der Küche war im 17. Jahrhundert nicht nur eine Magd, sie war auch eine Versuchung. Wenn Vermeer nichts anderes gewollt hätte, als ein nüchterner Hauschronist zu sein, hätte er den Fußwärmer weggelassen können. Er hat ihn nicht weggelassen. Und genau hier wird es seltsam. Konservatoren des Rijksmuseums haben das Bild über die Jahrzehnte mehrfach geröntgt. Bei einer dieser Untersuchungen entdeckten sie etwas. Unter der Schicht, die heute den Fußwärmer zeigt, liegt eine andere Schicht, eine ältere. Auf dieser älteren Schicht hat Vermeer zuerst etwas anderes gemalt. Einen Wäschekorb. Einen großen Wäschekorb in der unteren rechten Bildecke. Ein gewöhnliches Haushaltsobjekt. Ein Symbol für ehrliche, schwere Arbeit. Nicht erotisch. Schmutzige Wäsche, die gewaschen werden muss. Aber an einem bestimmten Punkt, während er an dem Bild malte, traf Vermeer eine Entscheidung. Er übermalte den Wäschekorb. Er löschte ihn und er ersetzte ihn durch einen Fußwärmer. Das ist keine zufällige Korrektur. Vermeer hat das Bild aktiv von einer Lesart in eine andere verschoben. Von häuslicher Tugend in häusliche Spannung. Vom Symbol der Arbeit in das Symbol der Begierde. Du kannst das heute mit bloßem Auge noch sehen. An der Wand, hinter dem Fußwärmer, ist eine winzige Tonverschiebung sichtbar. Eine Stelle, an der die alte Schicht durch die neue durchschimmert. Pentimento nennt man das. Eine Reue des Malers. Oder vielleicht ist es das genaue Gegenteil. Eine Korrektur in die andere Richtung. Frage: Warum hat Vermeer das gemacht? Die ehrliche Antwort: Das weiß niemand. Aber wir wissen, dass Vermeer den Wechsel mit Bewusstsein gemacht hat. Er wusste, was ein Fußwärmer im 17. Jahrhundert bedeutete. Er wusste, was Cupido auf einer Kachel bedeutete, und er entschied sich, das Bild komplexer zu machen. Die Magd, die altes Brot verwertet, Tugend, der Fußwärmer zu ihren Füßen, Begierde. Vermeer hat beides in dasselbe Bild geschmuggelt und überlässt die Entscheidung dem Betrachter. Vermeer hat das Bild irgendwann zwischen 1658 und 61 fertiggestellt. Er war Mitte 20. Er hatte noch 17 Jahre zu leben. Er starb am 15. Dezember 1675 in Delft, 43 Jahre alt. Er hinterließ seiner Frau Katharina 11 Kinder. 8 davon waren minderjährig. Und Schulden. Im Sommer 1676, ein halbes Jahr nach Vermeers Tod, beantragte Katharina Konkurs. Vermeer hatte sein ganzes Leben lang gemalt, aber er hatte nie wirklich gut verkauft. Er war zu langsam, zu detailbesessen. Er produzierte vielleicht 2 Bilder pro Jahr. Nach seinem Tod verschwand er. Fast 200 Jahre lang war Johannes Vermeer ein Niemand. Sein Name tauchte in keinem ernsthaften Kunstbuch auf. Die Milchmagd wurde verkauft, weiterverkauft, vergessen, wiederentdeckt.
vergessen. Niemand wusste, wer dieser Vermeer war. Erst 1866 schrieb ein französischer Kunstkritiker, Théophile Thoré-Bürger, eine Studie über einen vergessenen niederländischen Meister, dessen Bilder er in Den Haag und Paris gesehen hatte. Er sammelte Werke, er katalogisierte sie. Er nannte ihn die Sphinx von Delft. Es dauerte 200 Jahre, bis die Welt verstand, dass dieser Mann in der Reihe der größten Maler steht. Die Milchmagd ist seit 1908 im Rijksmuseum, im Saal der Meisterwerke, direkt gegenüber Rembrandts Nachtwache. Tausende Besucher gehen jeden Tag daran vorbei. Die meisten sehen nur eine Frau, die Milch gießt. Sie sehen den Fußwärmer nicht. Sie sehen Cupido nicht. Sie sehen den übermalten Wäschekorb nicht. Aber Vermeer hat alles dort hineingelegt. Und er hat 350 Jahre gewartet, dass jemand hinschaut. Manchmal ist das, was nicht im Bild ist, wichtiger als das, was drin ist. Mehr Bilder, die ihre Maler überlebt haben. Abgrundgalerie.